Wow. Alter Falter. Das ist ein bisschen mehr Prunk. Hallo und Assalamu alaikum zu unserem dritten Video aus Usbekistan. Ja, jetzt stellt sich erstmal die Frage, warum haben wir 3 ganze Videos über Usbekistan gemacht? Die Frage ist zumindest für uns auch sehr leicht zu beantworten. Wir waren einfach lange da. Und der Witz an der ganzen Sache ist, naja, wir haben ziemlich viel Zeit an der gleichen Stelle verbracht, wobei wir dann immer Shiva gesehen haben. Jetzt stellte sich aber in den letzten paar Tagen für uns heraus, mit Bukhara und Samarkand, dass Shiva, sagen wir mal so, nicht die Spitze des Eisbergs war. Wir sind erst weitergefahren nach Bukhara und waren ungefähr 2 Tage da, nur um festzustellen, dass wir mehr als beeindruckt sind. Also etwas untypisch für uns deckt dieses Video jetzt nur den Zeitraum von etwa 3 Tagen ab, in dem wir Bukhara und Samarkand angeschaut haben und quasi richtig das Touristenprogramm mitgemacht haben. Ja, jetzt waren wir eben noch in einem Hostel hier in Bukhara, weil wir noch eine Registrierung machen wollten. Denn wir haben ja offiziell den Distrikt gewechselt und jetzt haben wir für 200.000 umgerechnet pro Person 7,50 € eine Registrierung bekommen und eine Dusche ausgehandelt. Und dann kam am Ende noch die Chefin raus und hat uns mit leckerem Brot, Samsa und Salat versorgt. Das war ja so süß. Wir haben sogar noch ein Abendessen dazu gekriegt. Toll. Und morgen dürfen wir da duschen. Ja, einfach nur toll hier. Auch wenn das ein bisschen aussieht wie bei Star Wars, ist das da drüben ein Hammer. Hier wird echt noch ausgebuddelt. Und zwar direkt vor unserer Nase. Also krass. Schau mal, wie die da arbeiten. Und da uns zu so viel architektonischer Schönheit die Worte fehlen, lassen wir einfach nur Bilder wirken. Und außerdem haben wir uns auch nicht wirklich informiert und irgendwelche Hintergrundinformationen zu all diesen Orten. Was man aber später noch sehen wird, wir fanden es total beeindruckend, wie gut alles restauriert wurde. Denn all diese Farben, die man hier sieht, sind wirklich nicht komplett natürlich und nicht so erhalten, logischerweise. Und wir haben an einem späteren Zeitpunkt Bilder gesehen, vorher, nachher, als es eben die Restauration begonnen hat. Die Leute haben wirklich einen richtig, richtig guten Job gemacht, dass man all das jetzt hier so erleben kann in dem aktuellen Zustand. Ich finde diese verschiedenen Blautöne in den Fliesen hier so schön. Oder auch hier dieses Grün, Blau, Grau, Blau. Viel schöner als die hier, findest du? Ja, schön. Als Kontrast.
Wir haben heute den 20. Mai, es ist ein Montag und der Andi erzählt jetzt mal, was wir morgens um 10 Uhr machen. Wir haben eine Dusche vereinbart, wir können hier jetzt duschen gehen und wir holen unsere Registrierung ab. Das ist wichtig, dass wir bei der Ausreise die Zettel haben. Und das Coole ist halt wirklich, da drüben ist halt dieses riesige Attraktionsding, diese tollen Gebäude und wirklich 100 Meter daneben, verquert in der Gasse, ist dieses kleine Familienhotel und es ist so süß. Ja. Wir haben gestern hier auch was geschenkt bekommen, so Salat und Brote, obwohl wir eigentlich nur Ein komplettes Abendessen, ja. Obwohl wir unsere Pässe nur abgeben wollten. Echt total süß. So, let's fetz. Wir haben jetzt hier ein Bad bekommen und ich würde sagen, das ist das krasseste Bad, das wir bis jetzt bekommen haben in irgendeinem Hostel. Das ist richtig luxuriös. Also das können wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Tolle Dusche. Und Toilette. Alles in einem. Und es gibt sogar einen Föhn. Also wirklich, das ist richtig krasser Standard. Fahrt hier hin. Wow. Okay. Rahmat. In der Dame. Beautiful. Und das hier ist ein Teewärmer. Es ist so süß. Ja. Das sehen wir zum ersten Mal. Wir waren gerade duschen Oh, und dann gab es noch Tee. Ja. Also, und gestern Leute, gab es Abendessen. Wir haben kommt uns ja noch hierher. gefragt. Das ist einfach mega hier. Und weiter geht die wilde Fahrt. Wir sind ausgeschlafen, geduscht, fühlen uns super. Nicht nur in den großen Städten gibt es was zu sehen. Hier haben wir einfach mal neben der Straße angehalten, um kurz Mittagspause zu machen. Und schwupp war da ein Mausoleum, in das wir mal eben rein sind. Aber gut, das ist jetzt nicht gut gepflegt gewesen. Aber es war trotzdem schön zu sehen, dass überall solche spannenden Gebäude rumstehen. Hier sieht man uns jetzt, wie wir durch Samarkand fahren. Das war ein weiteres Ziel für uns, denn diese Stadt wollten wir uns noch angucken. Nachdem wir in eher mittleren oder auch kleinen historischen Städten waren, waren wir sehr, sehr überrascht, wie riesengroß Samarkand doch ist. Damit hatten wir auf jeden Fall nicht gerechnet. Und dementsprechend war dann dort auch der Straßenverkehr. Also nicht schlecht. Ich finde, in der Regel ist der Straßenverkehr in Usbekistan schon sehr gut und es wird auch auf die Straßenverkehrsordnung super geachtet, im Gegensatz zu anderen asiatischen Ländern, die wir bis jetzt schon besucht haben. Aber es war natürlich etwas wilder und ein bisschen mehr crowdy. Also, wir sind jetzt von Chiva nach Bukhara und jetzt in Samarkand. Und stetig sind die Gebilde, also die Gebäude und die Städte größer und prunkvoller Da kommen so geworden. viele Touristen jetzt. Andi, wie fühlst du dich? Sie sind überwältigt, das ist einfach too much. Das ist hier so ein riesiges Ding einfach nur. Und das ist der erste von 3 riesengroßen Palästen. Ja. Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Hier sieht man den atemberaubendsten Raum von allen. Ich hätte stundenlang einfach nur dort drin stehen können und schauen können.
Wir haben mal wieder ein Hochzeitsshooting gefunden. Juhu. Endlich haben wir einen Plan, wo die Seidenstraße eigentlich ist. Sie beginnt hier bei Istanbul, geht durch Türkei, Syrien, Irak, Iran, durch Turkmenistan und Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisistan. Hier so, und in dem Eck ging es auch nach Pakistan runter, aber eben auch viel durch China hier durch, genau. Ja, und ja, wir sind voll drauf, würde ich sagen, auf dem orangen Stück hier, beziehungsweise auf dem Mittelstück, also irgendwie hier so durch, genau. Wir hatten dann auch irgendwann Hunger und dachten uns, hey, wir gehen Mittagessen. Und weil wir uns natürlich für clever gehalten haben, haben wir uns ein Restaurant mit Terrasse rausgesucht, bei dem man eine wunderbare Aussicht auf einer der vielen historischen Gebäude hatte. Wir sind da also reinspaziert, haben gefragt, hey, dürfen wir auf die Terrasse? War alles gar kein Problem und dann saßen wir da mit herrlicher Aussicht. Uns ist aber aufgefallen, wir saßen da alleine. Und irgendwann kam ein liebenswerter Kellner und hat uns erklärt, dass dieser Bereich noch gar nicht offen ist, weil er erst noch umgebaut werden soll. Aber weil wir so nett waren und so nett gefragt haben und uns trotzdem dorthin setzen durften. Wir fanden es mega. Wir essen hier ein Plov. Das ist eines der vielen traditionellen Gerichte hier in Usbekistan. Plov ist ein Reisgericht mit allen, ja, sagen wir mal, regional üblichen Sachen drin. Überall ist was anderes drin in dem Reisgericht. Und hier sind so viele Zwiebeln und ein Ei. Sogar Kichererbsen mit drin und natürlich Fleisch. Und es ist immer auch noch ein bisschen Obst mit drin. Und die beste Aussicht haben wir hier auch. Hier haben wir einmal den Touristenmarkt klinisch rein rausgeputzt, wie für richtige Touristen halt. Ja, ein bisschen abschreckend. Wir haben halt schon richtig schöne, natürliche, quirlige Märkte gesehen. Aber dieser Markt hier ist Clean und geleckt. Ja, und hier sind auch keine Locals, sondern nur Touristen. So gut wie. Hier kann man sehen, wie sehr die komplette Stadt wieder aufgebaut wurde und dass sie jetzt wieder ansatzweise so aussieht, wie sie mal früher aussah. Also hier sieht man zum Beispiel total gut, wie kaputt es war, oder auch auf diesem Bild, was ja jetzt das hier ist. Da wurde wirklich unfassbar viel Arbeit rein investiert. Ja, und jetzt dürfen wir es aber so erleben, wie es damals war wahrscheinlich. So prunkvoll, Ja. zu den Hochzeiten. Ah, guck mal, Sehr, sehr cool. sind auch nochmal Ja. Wir haben uns eben diesen einen Tag für Samarkand eingeräumt, um alles zu besichtigen, was so in Fußreichweite von unserem sehr zentralen Parkplatz war. Und man muss dazu sagen, dass wir in etwa 5 verschiedene, sag ich mal, Eintrittstore gegangen waren. Und jeder Eintritt hat nur wenige Euro gekostet. Also wir finden es wirklich ganz toll, wie zugänglich das gemacht ist. Und obwohl da so viel Restaurationsarbeit reingeflossen ist,
waren die Ticketpreise total im Rahmen. Ich glaube, wir haben pro Person keine 15 Euro ausgegeben und wir haben wirklich sehr, sehr viele schöne Sachen gesehen. Ich finde, wichtig zu erwähnen ist aber, dass Samarkand die perfekte Mischung zwischen Tradition und Moderne ist. Samarkand ist aufgrund seiner vielen wunderschönen Paläste wirklich super cool und ansprechend für Touristen und auch für Locals. Aber auf der anderen Seite ist es eine topmoderne Stadt, in der sich viel Leben abspielt. Und das hat uns auch sehr gut gefallen. Also hier stehe ich an einer Straße voller Monumente für frühere vergangene wichtige Menschen. Auch dieser Ort war für uns super beeindruckend. Ich meine, es ist ja eigentlich quasi nichts anderes wie die Pyramiden für die Ägypter waren. Wir sind durch einen Friedhof gelaufen und Könige und Königsfamilien haben hier versucht, sich unsterblich zu machen. In meinen Augen haben sie das auch geschafft. Ja, es war einfach unfassbar anzusehen. Hier sieht man uns bei der komplizierten und gefährlichen Klopapierbeschaffung. Sorry. Ich glaube, es hat sie nicht erwischt. Nee, es war knapp. Ui, Möri. Das ist ja toll. Selbst ist noch nicht fertig, ne? Das ist ja lecker. Du hast extra vegetarisches Sushi bekommen, richtig? Ja. Dann lass dir schmecken. Dann wünsche ich dir guten Appetit. Ein Toll Rock. aus. Guten. Das ist Usbekistan Nutella. Und Halal. Ja, genau. Ja. Usbekistan Nutella. Wir haben unsere visumsfreie Zeit komplett ausgenutzt und waren eben fast 4 Wochen in Usbekistan, einen Tag weniger wahrscheinlich. Und abschließend zu den Preisen möchte ich noch kurz sagen, dass alles extrem günstig ist. Das Essen, was wir da eben gerade gezeigt haben, war zusammen sicher weniger als 10 Euro vom Preis her. Jedoch muss man dazu sagen, dass wenn jemand einen längeren Aufenthalt plant, so wie wir das gemacht haben,
dann kann man es doch ganz gut zusammenleppern. Was bedeutet, dass Geld ausgeben sehr einfach ist. Es gibt überall Cafés und nette Restaurants und Fastfood und man gerät schnell in die Falle, dass man sich ständig etwas gönnt. Und dann gibt man am Ende des Tages doch insgesamt relativ viel Geld aus. So war es zumindest in unserem Fall. Nicht, dass wir das bereuen würden, denn alles war sehr gut und sehr lecker. Aber naja, es geht eben doch aufs Geld insgesamt. Wie gerade schon angedeutet, hat sich unsere Zeit in Usbekistan mit Samarkand dem Ende genähert. Und deswegen möchte ich noch schnell ein Resümee ziehen. Wir lieben Usbekistan, wir haben uns sehr heimisch gefühlt, wir haben tolle Menschen kennengelernt. Dazu kann ich aber sagen, wie fast überall oder wie eigentlich überall auf unserer Reise. Wir haben hier mal ein wenig entschleunigt, was auch ein schönes Gefühl war. Und ja, wir können sagen, wenn wir die Möglichkeit haben, werden wir auf jeden Fall auch wiederkommen. Ansonsten ist dieses Video wie unsere Usbekistan-Zeit jetzt hier einmal zu Ende. Deswegen sagen wir Hi und auf Wiedersehen. Ein kleines extra Infostück für alle aufmerksamen Zuschauer. Wir haben ja immer sehr fleißig Registrierungszettel gesammelt, alle 3 Tage, weil die ja so wichtig sein sollen. Bei der Ausreise wurden wir jedoch gar nicht gefragt, also hätten wir das auch ganz uns sparen können. Man weiß es aber leider vorher immer nicht. So, tschüss.